wie kriege ich die Zeit zusammen in meinem Alltag, um ein Video pro Woche oder sogar mehr zu machen, um überhaupt zu filmen? Das ist eine Frage, die sich mir fast täglich stellt, weil wir haben Kinder, wir haben Alltag, wir haben Haushalt, wir führen eine Ehe, wir gehen arbeiten und irgendwo dazwischen, ja, sollte das irgendwie reinpassen, da ich aber die Kinder da außen vor lassen möchte. Ich möchte nicht, dass die Kinder die ganze Zeit durchs Bild rennen oder irgendwie sowas. Wann filme ich? Und ich habe einen Tag in der Woche frei und den nutze ich dafür. Wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind und dann nehme ich einfach alle Ideen auf. Und ich nutze die Zeit, wenn zwischendurch sich mal Zeit ergibt. Wenn die Kinder verabredet sind, wenn ich mal tatsächlich alleine rauskomme und auch eine Kamera dabei habe. Ich will das noch so ein bisschen mit dem Film noch ein bisschen anders machen. Aktuell nehme ich halt mit einer Kamera auf. Ich habe aber früher auch schon mal mit dem Handy aufgenommen. Das funktioniert auch wunderbar. Also ihr braucht, wenn ihr auch irgendwie mit YouTube anfangen wollt, dann braucht ihr keine teure Kamera. Ein ganz normales Handy tut es tatsächlich. Was sich auf jeden Fall empfiehlt, ist ein ordentliches Mikro. Aber da gibt es halt auch schon ganz günstige Lösungen, irgendwie für, weiß nicht, 20, 30 Euro, die man an jedes Handy dran stecken kann. So Lavalier, ich weiß nicht, ob ich es so richtig ausspreche. So Mikros, die man sich halt so hier so an den Topträger, an den Kragen, ans T-Shirt, was weiß ich, machen kann. Und die sind dann mit dem Handy verbunden per Bluetooth und per USB und per Bluetooth dann mit dem, wie auch immer, egal, die sind auf jeden Fall verbunden und so hat man dann halt einen anständigen Sound und es gibt da dann oft auch noch irgendwie einen Windschutz, den man auch echt gebrauchen kann, wenn man draußen irgendwie unterwegs ist. Und es klingt halt einfach schon so viel besser. Und selbst wenn man das noch nicht hat, geht es auch. Zur Not. Draußen ist das dann teilweise schon ein bisschen schwierig. Also wie ich schon sagte, ich nutze die Zeit einfach, die ich dazwischen habe. Manchmal auch abends, wenn alle im Bett sind und ich noch ein bisschen Zeit habe. Abends ist aber nicht so meine Favorite-Zeit, von daher, ja, ist eigentlich morgens so die Zeit, die ich am allerliebsten nutze. Allerdings auf dem Weg zur Arbeit, ich fahre immer mit dem Fahrrad, da ist es zu laut. Ich fahre direkt an der Straße entlang und oft zu windig. Das Bild verwackelt zu sehr. Ich habe auch keine Actioncam oder so. Und ich muss mich auch noch ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren. Das funktioniert dann natürlich dann auch nicht so, wenn ich das Handy einfach in der Hand halten würde. War von der Straßenverkehrsordnung ganz abgesehen. Und sich dann da hinzustellen, meistens kann das nicht. Okay, ich habe jetzt 2 Minuten und jetzt muss ich genau in diesen 2 Minuten den perfekten Take machen. Ich will das ja alles schon locker halten, aber das funktioniert trotzdem für mich nicht. Das war jetzt heute ein kurzes Video und ich bin mal gespannt, ob irgendwer da das besser macht oder bessere Ideen hat, wie das so zwischen Alltag, Familie und Co. alles so läuft. Dieses ganz früh aufstehen hatte ich auch schon, aber das funktioniert aktuell auch nicht, weil die Kinder auch schon so früh wach sind. Und ich glaube, man muss da halt einfach so seinen Weg finden und dann läuft das schon. Wenn man das wirklich will, dann kann man das auch schaffen. Das sind doch schöne abschließende Worte, oder? Also, Kanal abonnieren und schreibt mal was in die Kommentare, wie das bei euch so läuft.